Das ist der GAP-RC Cinelog 35 Performance, geflogen mit der Radiomaster TX16S und der DJI FPV-Brille. Der Cinelog 35 Performance ist die optimierte Version von dem 3,5 Zoll Cinewhoop von GAP-RC. Verbessert wurden hier die Motoren, basierend auf dem gleichen Frame. Diese sind jetzt stärker und größer als bei dem Vorgängermodell, der auch die Bezeichnung Cinelog 35 hat, aber mit kleineren 2004 Motoren. Die Standardversion war eigentlich schon perfekt für eine GoPro-Kamera geeignet und flog in der 6S-Variante mit einem Lithium-Ionen-Akku-Pack super lange. Beide Cinelog 35 haben einen modernen F7-Flugcontroller. Die neue Performance-Version hat jetzt statt 35 Ampere nun 45 Ampere ESCs und eben die großen Motoren 2105,5. Die sind stärker und erreichen schneller die gewünschte Geschwindigkeit. Optisch erkennt man die Performance-Version an dem grünen Propellerschutz. Der Cinelog 35 Performance wiegt 265 Gramm und mit einem 6S 1300 mAh Akku und meine GoPro 8 sind es schon knapp 600 Gramm Gesamtgewicht. Man kann auch mit einem 4S Akku fliegen, bei 552 Gramm. Im Lieferumfang ist eine GoPro 10 Halterung dabei, ein Satz Ersatzpropeller, ein paar Ersatzteile mit USB-Kabel und ein 6S Stromadapter liegt bei, um eine GoPro Lite mit dem beiliegenden Adapter zu verwenden. Eine KDX Peanuts Kamera kann man auch mit dem Adapter anbringen. Ich fliege jetzt zum Testen den Cinelog 35 Performance mit meiner GoPro 8 Kamera und nur einem 4S Akku. Und trotz dem 4S Akku habe ich hier schon genug Kraft, um die GoPro 8 zu fliegen. Also wie man sieht, kann man auch den 6S Cinewhoop auch mit dem kleineren 4S Akku fliegen. Neue Akkus würde ich aber hier nur mit 6S kaufen. Entweder leichte 1100 mAh oder besser direkt mit 1300 mAh, die mit der GoPro-Kamera 5 Minuten Flugzeit für Videoaufnahmen garantieren. Der Cinelog 35 ist in der ersten Linie für Aufnahmen mit der GoPro-Kamera vorgesehen. Theoretisch kann man den Cinelog 35 auch als Freestyle fliegen. Das klappt sogar mit der GoPro einigermaßen. Besser eignet sich für Freestyle fliegen aber eine leichte Kamera wie eine Naked GoPro oder hier meine Insta360 Go 2, die sehr leicht und klein ist. Dann wiegt der Cinelog 35 um die 475 Gramm mit einem 4S Akku. So kann man richtig gut Freestyle mit dem Cinewhoop fliegen. Naja, aber für Freestyle sollte man hier besser einen 5 Zoll Quad einsetzen. Der GAP-RC Cinelog 35 Performance ist halt der beste Cinewhoop für professionelle Videoaufnahmen mit einer GoPro 10 oder 11. Und auch der alte Cinelog 35 Standard ist auch immer noch eine sehr gute Alternative, für etwas weniger Geld zu haben. Also viel Spaß beim Fliegen!